Apple ProRes 5,7K, neuer 25,2 Megapixel Sensor, neue Venus Engine, 4K 120 FPS, Full HD 240 F, Dynamic Range Booster, 13 plus Stops mit Vlog, unbegrenzte Aufnahmezahl, 4 Channel Audio, 75 Bilder pro Sekunde im Burst Shooting, Flipscreen, Staub, Wasser und Kälteresistent, Doppelslot, HDMI Typ A, USB-C, Kontrast Autofocus mit 315 Feldern Messung und das Ganze für nur 2.199 €. Beinahe 5 Jahre ist es her, dass die GH5 veröffentlicht wurde und nun halte ich endlich die GH6 in der Hand. Zwischen den Kameras liegen Welten. In den letzten Wochen habe ich die Kamera auf Herz und Nieren testen dürfen und kann es kaum erwarten, euch die Ergebnisse zu zeigen. Aber bevor ich das tue, hier direkt ein bisschen Footage von der GH6. Schauen wir uns zunächst an, was bei euch ankommt. Wenn ihr die GH6 ohne Kit bestellt, sieht das so aus. Neben der Bedienungsanleitung habt ihr zunächst mal ein kleines USB-C-Kabel, natürlich den neuen BK22-Akku, das TC-Kabel, einen Plastikadapter, zu dem ich später noch viel sagen werde, Teil 1 vom Ladegerät, das wo die Batterie hineinkommt, Teil 2 und natürlich das Band von der GH6. Kommen wir zur Kamera selbst. Der erste Eindruck ist, wow, fühlt sich gut in der Hand an, ein tolles Gewicht. Natürlich den MFT-Sensor hier verbaut, wie man ihn kennt aus der GH-Serie. Den neuen Flipscreen, zu dem ich noch viel erzählen werde. Ein Rack-Button hier vorne, ein Rack-Button hier oben und den 4-Channel Audio. 2 selbstbelegbare Knöpfe, CF und SD-Karten an der Seite. BK22 Akkufach, HDMI Typ A und USB-C und dann machen wir das Ganze mal fertig mit einer CF-Karte und können direkt loslegen. Und falls ihr die Kamera direkt mit dem 1260 Kit-Objektiv bestellt, sieht das Ganze wie folgt aus. Zur Darstellung habe ich euch mal hier die S5, die GH5 Mark II und die neue GH6 nebeneinander gelegt. Man sieht, die GH6 ist die schwerste und auch die größte, aber in meinen Augen die ergonomischste und fühlt sich am besten in der Hand an. New Level of Performance. Was ist wirklich komplett neu in der GH6 verbaut, was es vorher nicht in den anderen GH-Serien oder in der S-Line bisher gab? Der neue 25,2 Megapixel Sensor ist eine Revolution für Panasonic. Zusammen mit der neuen Venus Engine stellt das ein komplett neues System dar. Einen noch stärkeren Bildstabilisator mit 7,5 Stops. Zum ersten Mal verbaut 100 Megapixel High-Res-Bilder aus der Hand. Einen Improved Autofocus. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist der beste Autofokus, den ich jemals in einer Lumix-Kamera getestet habe. What? Schauen wir uns zuerst den 25,2 Megapixel Sensor an und die neue Venus Engine. Als ich die GH6 bekam und die Leistungen sah, war meine erste Frage an das Team von Panasonic, da muss doch bestimmt die gleiche Leistung wie bei der S1H oder bei der S5 verbaut sein. Aber dem ist nicht so. Sie haben ein komplett neues System verbaut, was es so noch nicht gab. Panasonic Lumix gibt an, dass mehr Details in den Bildern vorhanden sein sollen. Weniger Bildrauschen und ein deutlich stärkerer Autofokus. Bisher kann ich dem zu 100% zustimmen. Eine neue intelligente Detailverarbeitung, eine 2D-Rauschunterdrückung für Bilder, eine 3D-Rauschunterdrückung für Video und eine höchst präzise Dual 3D-Farbkontrolle. Was das alles genau heißt, müsst ihr gar nicht verstehen. Ihr habt tolle Farben, ihr habt perfekte Bilder, wenig Rauschen und das ist das, worauf es ankommt. Einen verbesserten Dynamikumfang trotz höherer Pixelzahl. Leider hat sie keinen Global Shutter, dafür soll der Rolling Shutter extrem reduziert worden sein. 7,5 Stops, 5-Axis, Dual I.S 2. Klingt erstmal kompliziert, bedeutet im Wesentlichen, Panasonic hat da, wo sie schon sehr stark sind, bei der Bildstabilisierung nochmal einen draufgelegt. Zum Vergleich, die GH5 hatte lediglich 5 Stufen und die war schon extrem leistungsstark. Das Ganze erreicht die GH6 mit einem neueren, stärkeren Algorithmus zur Maximierung der Leistung der Gyrodaten. In meinem GH6 Promo-Video mit den Tänzern habe ich erneut festgestellt, wie unglaublich leistungsstark dieser Bildstabilisator ist und wie viel Spaß es macht, auch aus der Hand mit der GH6 zu filmen. Das Video findet ihr übrigens hier. 100 Megapixel High-Res-Mode aus der Hand. Ihr kennt das ganze System wahrscheinlich schon aus der Lumix S5. Dort gab es einen 96 Megapixel High-Res-Mode. Der war aber niemals dafür gedacht, aus der Hand zu schießen. Immer nur vom Stativ. Nun ist das Ganze offiziell mit 100 Megapixeln und der GH6 möglich.
Das Ganze wird möglich gemacht, indem 8 Bilder aufgenommen werden. Die neue Venus Engine ermöglicht RAW in JPEG in diesem High-Res-Mode mit Bewegungsunschärfenkorrektur. Der Zugriff erfolgt ganz einfach über das Modusrad. Kommen wir zum Autofokus, ein Bereich, wo viele Kritiker gerne aufhorchen. Wir bleiben beim Kontrast-Autofokus, es ist kein Phasen-Autofokus, aber dieser neue Kontrast-Autofokus hat es wirklich in sich. Panasonic verspricht mit der neuen Venus Engine 3-mal schnellere Arbeitsleistung und eine deutlich verbesserte Autofokusleistung. Das ist der beste Autofokus, den ich jemals an einer Lumix-Kamera testen durfte. Wie bereits aus der S5 und S1H bekannt, ist er sehr individuell einstellbar und bietet Möglichkeiten für jede Situation. Im Test habe ich kein einziges Mal erlebt, dass er mir wirklich komplett abhaut. Er war immer sehr solide auf dem Kopf, hat schnell reagiert und klebte quasi an mir. Apple ProRes mit 5,7K in 422 oder 422 HQ ohne Crop. 5,7K in 50 FPS oder 60 FPS auch intern ohne Crop in 10-Bit 4K, 120 FPS, 10-Bit Full HD, 240 FPS, 422 10-Bit, genial für Color Grading. Und wer noch eine Schippe drauflegen möchte, kann Full HD 300 FPS mit 10-Bit, aber nur 420 erreichen. Natürlich hat die Kamera auch wieder einen Anamorphic Mode mit 420. Da könnt ihr mit 5,8K in 10-Bit in 30 oder 25 Bildern schießen oder 4,4K ebenfalls mit 10-Bit in 50 oder 60 Bildern. Lasst uns über Apple ProRes sprechen. Ihr kennt das Prinzip Lumix First und das erste Mal, dass jemals dieser Apple ProRes Codec intern in einer Kamera verbaut wurde, passiert in der GH6. Bedeutet, ich brauche kein externen Ninja 5 mehr, um auf einer SSD-Karte dieses Format abbilden zu können. Euch ist, wenn ihr in Full HD ausspielt, somit ein bis zu 3-facher Zoom digital möglich, ohne große Qualitätsverluste erleiden zu müssen. Aktuell ist man im ProRes Codec noch auf 5,7K gebunden. Mit dem Firmware Update ist 4K und Full HD ebenfalls im ProRes möglich. ProRes liefert hohe Qualität, bei geringer Verarbeitung, Komplexität und im Vergleich zu unkomprimierten Videos einer niedrigen Datenrate. Dennoch bietet der Codec viele Freiheiten in der Post und besonders im Color Grading ist er unabdingbar. Eine so starke Leistungsgeschwindigkeit benötigt natürlich auch stärkere Karten. Deshalb sind in der GH6 das erste Mal CF-Karten verbaut. Ich habe hier eine 1 TB CF Express Typ B Karte von Vexis. Wenn ihr euch eine GH6 und eine entsprechende CF-Karte zulegen wollt, rate ich euch, auf die konstante Datengeschwindigkeit der Karte zu achten. Diese sollte mindestens 800 MB pro Sekunde betragen. Einer der Aufnahmemodi bietet 4K 50 FPS bei 800 MB pro Sekunde, sprich das All-Intra. Dieser ist so wie viele andere Modi auch nur für leistungsstarke CF-Karten zugelassen, sprich mit einer SD-Karte gar nicht erreichbar oder möglich, diesen anzuwählen. Wer eine High-End-Leistung möchte, muss auch eine High-End-Speicherkarte mitbringen. Zu diesem Thema werde ich demnächst nochmal ein separates Review drehen und dieses euch hier auf meinem Kanal zur Verfügung stellen. Danke Panasonic. Ich weiß nicht, wie oft ich darum gebeten habe, dass wir 120 FPS in 4K bekommen. Ohne Crop. Es bietet so viel mehr Möglichkeiten in der Post und ihr habt einfach eine tolle, schöne Slow Motion. Aber seht selbst. Ich interessiere mich sehr fürs Color Grading und als ich gelesen habe, dass die neue GH6 240 FPS mit 422 10-Bit unterstützt, habe ich mich sehr gefreut, weil ich wusste, ich kann Slow Motion in der Post ordentlich graden. Es ist Schluss mit verzeichneten Hauttönen und irgendwelchen Bildartefakten, die durchs Bild huschen. Panasonic gibt sich nicht mehr mit den 8-Bit zufrieden. Auch wer 300 Bilder pro Sekunde möchte, bekommt 10-Bit. Der
Dynamic Range Booster bietet die Möglichkeit, Echtzeit-HDR-Aufnahmen mit einer Belichtung zu erzielen. Nutzerfreundlich wurde das jetzt auch für die GH6 übertragen. Ich finde das eine coole neue Eigenschaft. Das Ganze ist möglich bei Aufnahmen im Sensor-Output mit 60 FPS oder weniger. Im normalen Farbraum beim Dynamic Range Booster liegt der native ISO bei 800, im Vlog liegt er bei 2000. Darüber lässt sich natürlich streiten, ob das so vorteilhaft ist, bei einem sonnigen Tag mit 2000er ISO arbeiten zu müssen. Eine Unlimited Recording Time ist, glaube ich, für jeden Filmemacher ein Standard. Ermöglicht wird das Ganze durch eine aktive Kühlung. Keine passive Kühlung, wie wir sie aus der GH5 kennen, sondern eine aktive Kühlung, wie sie in der S1H verbaut ist. Das sieht man besonders an der Seite, wo diese aktiven Kühlungsschlitze eingebaut sind. Ihr habt eine deutlich leistungsstärkere Kamera. Kommen wir zum 4-Channel Audio. Zusammen mit dem DMW und auch alleine sind komplett neue Möglichkeiten da. Hier gilt wieder Lumix First. Wir können sogar High-Res mit 96 kHz und 24-Bit erreichen über ein externes Mikrofon zusammen mit dem DMW. Der wird natürlich separat verkauft, aber den kann ich jedem ans Herz legen. Mit nur einem Knopfdruck habt ihr die kompletten Möglichkeiten, alles zu erreichen, was ihr wollt und die Kamera zusätzlich mit Audio zu verstärken, wie es so vorher noch nicht möglich war. Ihr habt die volle Kontrolle über 4 separate Kanäle. Hier hat Panasonic deutlich aufgerüstet. Jeder, der eine Lumix S5 oder S1H kennt, dem sollten diese Videoassistenten bekannt sein. Hier geht es vom Red Frame Indicator über den Luma Spot Meter bis hin zum Wave Monitor. Hier ist alles verbaut, was in den letzten Jahren in der S-Line groß geworden ist und in der GH5 Mark II schon viel Anklang gefunden hat. Lumix hört auf die Stimmen am Markt, guckt, was die Community sagt und entwickelt die Produkte entsprechend immer weiter. So auch der neue Flipscreen. Bei der Lumix S5 zum Beispiel ist es so gewesen oder bei der GH5, dass der Flipscreen in gewisser Weise im Weg war. Hier hat Panasonic eine geniale Lösung gefunden. Und der Bildschirm ist natürlich so klappbar, dass er euch bei den Kabeln an der Seite, bei den Buchsen, bei dem HDMI Typ A oder dem USB-C-Kabel nie im Weg ist. Ihr könnt den Monitor also frei bewegen, ohne an irgendwelche Kabel anstoßen zu müssen. Ich habe in meiner Filmproduktionsfirma die Panasonic FR1. Wenn ihr ein Multicam-Event habt mit mehreren GH6 oder vielleicht noch so einer alten FR1, ist Timecode Gold wert. Eine grundlegende Besonderheit bei Panasonic Lumix sind die leistungsstarken Firmware-Updates. Ihr kauft nicht eine Kamera, die ihr in 2 Jahren austauschen könnt, weil die Konkurrenz stärker ist, sondern ihr habt diese Kamera 3, 4, 5 Jahre und ergänzt diese durch Firmware-Updates und boostet ihre Leistung auf. Zum gewissen Grad ist es natürlich immer nur möglich, aber es ist bei Panasonic gang und gäbe und ich finde das genial. Panasonic hat ein weiteres Firmware-Update für die GH6 angekündigt und das, obwohl sie gerade erst rausgekommen ist. 4K in Apple ProRes, Full HD in Apple ProRes, über USB-C soll ein SSD Direct Recording möglich sein. Und natürlich wird es möglich sein, die 4K 120 FPS extern auszugeben über HDMI-Kabel auf den Atomos Ninja 5 Plus und das Ganze in RAW. Kommen wir zur Zusammenfassung, Pro und Contra. Fangen wir mal mit Contra an. Ich habe wirklich nur Nuancen, die ich verbessern würde. Was ich etwas schade finde, ist, dass Quick and Slow bei dem Rad weg ist. Es ist natürlich zu Beginn bei jeder Kamera etwas gewöhnungsbedürftig, die Knöpfe an der richtigen Stelle zu finden. Ich weiß nicht, wie oft ich auf diesen Audio-Knopf gedrückt habe, aber hier nimmt man nicht auf. Hier komme ich in den 4-Channel-Audio-Bereich. Das war eine Riesenumstellung. Auch wenn ich die Kamera öfter so gehalten habe, mit 2 Händen, kam ich immer auf den anderen Auslöser hier unten. Aber das sind so Sachen, an die gewöhnt man sich. Ich sehe Vor- und Nachteile bei den CF-Karten. Viele haben nur SD-Karten. Die sind wie CD-ROMs irgendwann veraltet. Außerdem habe ich gehört, dass es eine Sonderaktion geben wird, wo direkt eine CF-Karte dabei ist als Starterpaket. Haltet also die Augen und Ohren offen, vielleicht ergattert ihr ein solches Sonderangebot. Natürlich sind die neuen BK22 Akkus, wie man sie aus der S5 kennt, leistungsstärker. Aber das aktive Kühlungssystem und die Extremleistung, an die ich die Kamera bringe, verbrauchen natürlich mehr Akku. Ich habe insgesamt das Gefühl gehabt, dass ich die Akkus so 1,5 Mal schneller leer sauge, als ich die von der S5 oder von der GH5 leer gelutscht habe. Man muss dazu sagen, ich habe alle Tests hier mit einem Pre-Production Sample gemacht. Ja, kommen wir zur Pro-Seite. Fangen wir mal beim Gehäuse an. Sie hat einen HDMI Typ A Eingang, sie hat einen USB-C Eingang, sie ist klein und leistungsstark, sie hat die neuen BK22 Akkus, sie hat das perfekte Gewicht, ich mag die Ergodynamik, wie sie in der Hand liegt, selbstbelegbare Knöpfe, ihr habt 2 Knöpfe, die ihr vorne an der Kamera individuell belegen könnt, ihr habt weitere Rack-Buttons, ihr habt den 4-Channel Audio, ihr habt einen neue Venus Engine, ihr habt einen stärkeren Sensor, ihr habt einen 7,5 Stop neuen Bildstabilisator, ihr könnt 100 Megapixel Fotos in RAW aus der Hand schießen. Ihr habt Apple ProRes RAW intern verbaut. Es gab es so noch nicht. Ihr habt 420 FPS ohne Crop, ihr habt alles ohne Crop. Crop gehört der Vergangenheit an. 240 Bilder pro Sekunde in Slow Motion in einer so starken Qualität, wie sie
es vorher noch nicht gab. Jeder, der anamorph shootet, liebt diese 5,8 oder 4,4K in 10 Bit. Auch hier ist es super leistungsstark. Einen Dynamic Range Booster. Wahnsinnig, was diese kleine Kamera alles an Leistung bringt. Der neue Kontrast Autofocus mit der 315 Area DED. Wie ich vorhin angemerkt habe, noch keinen so starken Autofocus bei Lumix bisher gesehen. Der sitzt, der macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Ihr habt so viele Möglichkeiten, diesen einzustellen. Er kennt Menschen, Tiere und er ist kontrastbasiert. Aber ich liebe diesen Autofocus. Es ist nur JPEG, aber ihr habt 75 Bilder pro Sekunde im Burst-Shooting-Modus. Und natürlich der Flipscreen. Also der ist wirklich für jeden Run and Gun, für jeden Winkel, wenn du es oben halten willst, unten halten willst, du hast immer einen guten Blick auf diesen Bildschirm. Und dieser Bildschirm ist so stark, genau wie der Viewfinder, die sind, ja, ich kann da nichts zu sagen, also gibt nichts anzumerken meinerseits. Du kannst in extremen Situationen diese Kamera einsetzen und dadurch, dass sie eine aktive Lüftung hat, könntest du theoretisch bei 40 Grad in der Wüste damit drehen. Ich meine, andere Hersteller, ich nenne jetzt keine Namen, ja, die versagen schon nach wenigen Minuten bei normaler Leistung. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ich denke, es ist eine Kamera, die die nächsten Jahre deutlich dominieren wird, viel rausholen wird und ihr werdet damit nur glücklich sein. Ich glaube, das war die aufwendigste Review, die ich jemals gemacht habe. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like oder vielleicht auch ein Abo. Auf dem Kanal hier werde ich demnächst noch einige weitere Videos zur GH6 posten und weitere Reviews demnächst anfertigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.